Kurze Frage. Hast du schon mal "Das ist mir Wurst" gehört und wirklich an Wurst gedacht? Heute klären wir solche lustigen Wörter und Sätze, damit du sie im Café, im Büro und bei Freunden richtig nutzt. Und ja, das Ganze ist leicht, also auf A2-Niveau. Genau, wir zeigen die Bedeutung, typische Fehler und kleine Tricks, damit der Witz auch ankommt. Du bekommst Beispiele aus echten Situationen, nicht nur Theorie. Los geht's einfach direkt rein. Hallo zusammen, ich bin Tim. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total auf diese Folge, weil ich solche Wörter liebe. Und ich bin Julia. Wenn ihr das später üben wollt, die ganze Lektion steht auf Vocabli. Also, fangen wir mit einem Klassiker an. Das ist mir Wurst, heißt einfach das ist mir egal, also ich hab keine starke Meinung. Ja, und wichtig, es hat nix mit Essen zu tun. Stell dir vor, du bist im Café und jemand fragt, Milch oder Hafermilch? Dann kannst du locker sagen, ach, das ist mir Wurst, nimm einfach was da ist. Lass uns das mal kurz spielen, so wie im echten Leben, okay? Ich bin die Barista, du bist der Kunde. Ready? Klar, legen wir los. Ich komm rein, ich bin müde, ich sag, hallo, einen großen Cappuccino bitte. Und du fragst mich was nach Milch, oder? Genau. Möchten Sie normale Milch oder Hafermilch? Und du sagst? Ehrlich, das ist mir Wurst. Hauptsache heiß. Und dann vielleicht lache ich ein bisschen, damit es freundlich klingt. Voll gut. Das klingt locker und nett. Und ja, man kann auch sagen, ist mir egal, aber ist mir Wurst, ist eben lustig und sehr deutsch. Noch so ein Wort ist Schnapsidee. Das ist eine verrückte Idee, oft nicht sehr klug. Zum Beispiel, lass uns heute Nacht noch nach Berlin fahren. Das ist doch eine Schnapsidee. Genau. Und wichtig, man muss nicht wirklich Alkohol trinken, es ist nur ein Bild. Es heißt einfach, die Idee klingt witzig, aber nicht realistisch. Im Freundeskreis ist das ganz normal und oft liebevoll gemeint. Dann haben wir Jein. Das ist Ja und Nein zusammen. Du benutzt es, wenn die Antwort nicht so klar ist. Magst du scharfes Essen? Jein, ein bisschen schon, aber nicht zu viel. Kopfkino ist auch schön. Das sind Bilder im Kopf, die einfach loslaufen. Jemand erzählt eine kleine Sache, und zack, dein Kopf macht einen ganzen Film draus. Zum Beispiel, sag das nicht, sonst hab ich sofort Kopfkino. Und Ohrwurm, den kennst du sicher. Das ist ein Lied, das nicht aus deinem Kopf geht. Ich hab seit heute Morgen voll den Ohrwurm, Hilfe. Das sagt man echt oft. Jetzt eine kurze Miniszene im Büro, okay? Ich frage dich nach einer Idee, und du benutzt zwei Wörter, Jein und Schnapsidee. Los! Tim, findest du die Präsentation heute Abend gut? Jein. Die Bilder sind top, aber die Länge ist zu viel. Und die Live-Trommelshow am Ende ist, naja, ne Schnapsidee. Haha, genau so. Und jetzt noch ein Satz mit Kopfkino. Wenn der Chef sagt, wir arbeiten am Wochenende, krieg ich sofort Kopfkino von E-Mails bis Mitternacht, klingt vertraut, oder? Leider ja. Und apropos Büro, es gibt eine witzige, aber auch peinliche Situation mit Ich bin fertig. In einem Meeting kann Ich bin fertig so klingen, als ob du aufgibst, also so, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Besser ist dann, ich bin soweit, oder ich bin mit meiner Aufgabe fertig. Das ist klarer und klingt nicht wie eine Niederlage. Ein Redditor hat erzählt, er hat nur ich bin fertig gesagt, und der Raum war still. Uff. Oh ja, das kenne ich. Und wenn du sehr müde bist, kannst du witzig sagen, ich bin fix und fertig.
Das ist stärker und eher für den Feierabend, nicht für ein Meeting. Kurzer Check, Leute. Weißt du noch, was Schnapsidee bedeutet? Na, komm, kleine Pause. Genau, eine verrückte, nicht so kluge Idee. Und Jein heißt einfach Ja und Nein gleichzeitig. Top, weiter geht's. Ein anderes Liebeswort ist Kummerspeck. Damit meint man extra Kilos, die man isst, wenn man traurig ist. Es ist halb ernst, halb Witz, bitte also vorsichtig und freundlich benutzen. Ja, das ist eher für dich selbst. Nach den Prüfungen hab ich echt Kummerspeck. Zu anderen sagt man das lieber nicht, klar. Humor ja, aber respektvoll. Dann Pustekuchen. Das heißt so viel wie von wegen oder auf keinen Fall. Zum Beispiel, darf ich dein Auto haben? Pustekuchen. Es klingt verspielt, aber die Antwort ist deutlich nein. Und Kuddelmuddel ist super süß. Das ist Chaos, Durcheinander. In meinem Rucksack ist nur Kuddelmuddel, ich feind nix, sehr bildlich und freundlich. Fremdschämen ist auch spannend. Das heißt, du schämst dich für jemand anderen. Zum Beispiel, wenn jemand auf der Bühne sehr schlecht singt, sagst du, oh Mann, ich krieg voll Fremdscham. Und wenn man oft unordentlich ist oder Termine vergisst, sagen Freunde manchmal verpeilt. Das ist nicht böse, eher locker. Sorry, ich bin heute total verpeilt, ich kam zu spät. Jetzt ein kleiner Dialog mit Pustekuchen und Kuddelmuddel. Du bist meine Kollegin, ich will deinen Schreibtisch für mein Projekt, okay? Alles klar. Julia, kann ich morgen deinen Schreibtisch haben? Ich brauche Platz für die Poster, und ich sage, Pustekuchen. Mein Tisch ist schon Kuddelmuddel genug, nimm den Besprechungsraum. Perfekt. So klingt das nett und lustig, aber trotzdem klar. Und man merkt, der Humor ist freundlich, niemand wird schlecht gemacht. Apropos freundlich, es gibt eine Debatte über Witze mit Namen, so typischer Günther, typische Sabine. Manche finden's harmlos, andere sagen, das macht Gruppen klein oder lacht über Menschen. Wir finden, Humor ja, aber ohne echte Personen abzuwerten. Genau, nimm lieber die Wörter selbst, die sind schon witzig genug. Du brauchst keine Stereotype, um zu lachen. Ein gutes Beispiel ist verschlimmbessern. Man will etwas besser machen, aber es wird schlimmer. Das Wort erklärt sich fast selbst. Zum Beispiel, ich habe das Foto bearbeitet, aber jetzt sieht es unnatürlich aus, oh nein, du hast es verschlimmbessert, das sagt man oft, wenn man es eigentlich gut meint. Ein anderes Lieblingswort ist Bauchgefühl. Das heißt, du entscheidest mit Gefühl, nicht nur mit Zahlen. Ich nehme den Job, mein Bauchgefühl sagt ja. Klingt warm und menschlich. Und Quatsch mit Soße feind ich so herrlich. Das heißt einfach totaler Quatsch, aber eben mit Spaß. Du willst im Januar draußen grillen? Quatsch mit Soße. Lass uns noch eine Mini-Rollenspielszene machen, diesmal beim Umzug. Ich helfe dir, und wir nutzen 3 Wörter. Kuddelmuddel, verschlimmbessern und Bauchgefühl. Deal? Deal. Tim, kannst du bitte die Kabel ordnen? Ey, ich hab's versucht, aber ich glaub, ich hab's verschlimmbessert. Kein Wunder, hier ist ja auch nur Kuddelmuddel. Stell die Kiste mal dahin, mein Bauchgefühl sagt, das passt. Haha, genau so redet man wirklich. Das wirkt nah und freundlich. Und ja, man hört sofort den Humor, ohne dass jemand verletzt wird. Kleiner Hinweis zu direkten Übersetzungen, die oft schiefgehen. Manche sagen aus Versehen ich bin Angst, statt ich habe Angst. Das ist falsch. Oder sie sagen nur ich bin fertig im Meeting und es klingt wie ich kann nicht mehr. Besser sagst du, ich habe Angst oder ich bin unsicher. Und im Job,
ich bin mit meinem Teil fertig oder ich bin soweit. So klingt es klar und entspannt. Noch ein Tipp, wenn du unsicher bist, ob ein lustiges Wort passt, nimm eine weichere Form. Sag, ist das nicht ein bisschen eine Schnapsidee, statt das ist eine Schnapsidee, so bleibt der Ton freundlich. Und Ton ist echt wichtig. Ein kleines Lachen oder ein „Na ja" macht vieles leichter. „Na ja, Pustekuchen, heute schaffe ich das nicht", klingt viel netter als ein hartes Nein. Oh, und doch, als einzelnes Wort ist auch witzig und stark. Wenn jemand sagt, du magst keinen Brokkoli, kannst du einfach sagen, doch, das ist kurz, aber sehr deutsch. Stimmt. Und doch rettet viele Situationen. Es klingt nicht aggressiv, nur klar. Du widersprichst, aber freundlich. Noch ein letztes Mini-Beispiel mit doch. Du hast keinen Ohrwurm von dem Lied, oder? Doch. Seit heute Morgen, Hilfe, schon hast du Humor in einem Mini-Dialog. Bevor wir zum Ende kommen. Was ist dein Lieblingswort heute, Julia? Meins ist Pustekuchen. Das macht mir einfach Spaß. Ich benutze es heimlich viel zu oft. Ich schwanke zwischen Kuddelmuddel und Verschlimmbessern. Beide sind so bildlich, ich sehe direkt eine Szene. Und sie sind super alltagstauglich. Jetzt seid ihr dran. Welches lustige deutsche Wort benutzt ihr schon? Und in welcher Situation hat es super oder vielleicht auch peinlich funktioniert? Teilt gern euer bestes Beispiel. Und wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, der Link steht in der Beschreibung. Schaut da mal rein, das macht das Lernen echt leicht. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuhören. Habt einen entspannten Tag. Probiert ein Wort aus, aber freundlich, ja? Und wenn's schief geht, na ja, Lernmoment, kein Pustekuchen.